Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Kreuz Dame. Ja, ihr könnt es schon erkennen, heute gibt es wieder ein Unboxing-Video und zwar von der Marke Painting Fairy Cross Stitch. Ich durfte mir im Rahmen einer Kooperation ein Kreuzstick-Kit aussuchen und musste nur die Versandkosten bezahlen. Ja, und bei dem Kreuzstick-Kit handelt es sich, ihr könnt es vielleicht schon aus dem Titel des Videos erkennen, um eine der Sailor Moon Kriegerinnen. Ich denke, Sailor Moon ist für die meisten von euch ein Begriff. Die Anime-Serie wurde ja in den 90er Jahren im Fernsehen ausgestrahlt und erzählt von Sailor Moon und den Sailor Moon Kriegerinnen. Ja, und jetzt hat es Painting Fairy Cross Stitch im Shop und es gibt dort 9 verschiedene Sailor-Kriegerinnen zur Auswahl. Und zwar sind die im Tarot-Kartenstil abgebildet. Ich zeige euch das kurz am Tablet, wie sie aussehen. Ja, und da sind sie auch schon. Also die bekannteste ist wahrscheinlich Sailor Moon. Dann, ich kann noch Sailor Venus erkennen, Sailor Jupiter, Sailor Merkur. Ich glaube, das ist Sailor Mars und das ist Sailor Pluto. Also ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, aber wenn ihr Sailor Moon Fans seid, dann könnt ihr sicher alle namentlich benennen. Ja, wie gesagt, ich durfte mir eine von den Sailor-Kriegerinnen aussuchen. Ihr könntet jetzt mal raten, welche es geworden ist. Ich werde das jetzt noch nicht verraten, sondern ihr werdet das jetzt dann gleich im Unboxing sehen. Ja, ich habe das Paket wieder bekommen in diesem Karton. Ich habe schon mal aufgemacht. Er ist wieder prall gefüllt. Und wenn ihr Painting Fairy Cross Stitch kennt, dann wisst ihr, dass bei jeder Bestellung auch immer viele Goodies dabei sind. Und nicht nur bei der Kooperation, auch wenn ihr ganz normal bestellt, erhält ihr einige Goodies. Ja, zum Thema Bestellung. Ihr seht rechts oben den Rabattcode eingeblendet. Er heißt Kreuz Dame. Und wenn ihr diesen verwendet, könnt ihr 5% auf eure Bestellung sparen. Ja, in der Beschreibung werde ich noch alle Produkte verlinken und auch den Shop verlinken. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr über diesen Link bestellt, denn dann erhalte ich auch eine kleine Provision. Ja, und da möchte ich mich auch gleich für alle Bestellungen bedanken, die meinen Link genutzt haben bis jetzt. Ja, es ist doch schon einiges zusammengekommen und mit dieser Provision möchte ich dann neue Kreuzstick-Kits kaufen und euch wieder dann vorstellen. Aber starten wir jetzt mit dem Unboxing. Ja, ihr seht schon, ich werde das mal rausholen. Das kleine Säckchen ist ja ein Toolkit sozusagen. Und dann haben wir die Kreuzstick-Kits oder was sonst noch so dabei ist. Ja, auch das ist in einem Zipbeutel alles eingepackt. Auch das hole ich jetzt alles raus. Und dann werden wir jedes Produkt gemeinsam anschauen. Ja, es geht schwer raus. Es ist auch wirklich sehr gut gefüllt. So, womit fangen wir an? Wir fangen wieder mit dem Toolkit an.
Ja, in diesem Leinensäckchen, oder ja, es ist Leinen, Jute, haben wir Zubehör. Und hier ist schon alles. Wir haben, womit fangen wir an? Mit dieser Figur. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die sind ja momentan sehr in. Also ich persönlich bin jetzt nicht ein Fan dieser Figuren. Die nennen sich Lalabu, glaube ich. Ist das richtig jetzt ausgesprochen? Lalabu? Naja, wie auch immer, ihr wisst sicher, was das ist. Also, ja. Also weniger was für mich. In diesem Säckchen, da haben wir doch etwas drinnen. Das sind Nadeln und genau 2 Stück Nadeln. Ja, dann haben wir noch für die Backhilfe, die Bobbins zum Backen. Hier haben wir wieder 3 Stück. Das heißt, ich habe schon einmal erklärt, man wickelt ja den backenden Faden dann rundherum und dann klappt man einfach dieses Plastik um und schon ist der Faden gesichert da drinnen. Ja, so funktionieren diese Bobbins. Ja, also 3 Stück davon. Und dann haben wir noch den Fingerschutz. 3-mal Fingerschutz. Also der passt auf jeden Fall. Der könnte sogar noch kleiner sein. Aber ja, nein, er hält auch so gut. Ja, 3-mal Fingerschutz. Diese Art Silikonteile sind das. Dann haben wir wieder eine Schere, wie man vielleicht erkennen kann, leicht gebogen. Ich werde sie jetzt nicht auspacken, aber ich kann euch versichern, sie schneidet sehr gut, diese Schere. Okay, das ist ein Faden, wahrscheinlich vom Säckchen. Und dann haben wir noch Nadeln. Und das sind, soweit ich jetzt zählen kann, 20 Stück. Und zwar 28er Nadeln. Toll! Mit denen sticke ich sehr gerne mit 28er Nadeln. Ja, das wäre dann einmal das Toolkit gewesen, was dabei ist. Und wir starten gleich mit dem nächsten. Auch hier wieder in einer Folie, also in Plastik eingepackt. Entschuldigt, es wird heute noch öfter knistern. Hier haben wir Stickgarn erhalten. Und zwar, schauen wir mal, was da so geschrieben steht. Ja, über das Stickgarn, was es kostet, 65 Cent, also US-Dollar pro Strang. Das ist ja ägyptische Baumwolle, wie ihr wisst. Ja, 15 Jahre, über 15 Jahre gibt es schon Painting Fairy Cross Stitch. Also ja, so eine kleine Information dazu. Dann schauen wir uns mal das Stickgarn an. Ich habe da bekommen die Farbe 315. Und zwar ist es einmal das Garn von Painting Fairy Cross Stitch und hier die 315 von DMC.
Also ich glaube, man kann da nicht wirklich einen Unterschied erkennen in der Kamera. Trotzdem würde ich sagen, dass das Garn von Painting Fairy Cross Stitch eine Spur heller ist als das DMC-Garn. Aber ich denke, die haben das dazugegeben, dass man das einmal vergleichen kann. Ich glaube in der Kamera, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Aber der Unterschied ist wirklich, wirklich minimal. Ja, dann kommen wir zum nächsten. Das werde ich jetzt nicht mehr erklären. Das ist ja in jeder Bestellung dabei auch. Ein paar Infos über die Firma und über das ägyptische Baumwollgarn. Und auch wie man danach den Stoff auswäscht. Ja, findet ihr auf diesen Flyern. Ja, dann habe ich mir, das habe ich aber selbst bezahlt, noch einen Stoff ausgesucht. Ich habe ihn ja bereits in Blau und in Lila und dieses Mal ist er in Grün gekommen. Er sieht jetzt in der Kamera ein bisschen mintfärbig aus, aber er ist wirklich ein reines Grün. Machen wir auf, schauen uns auch den Stoff an. Mir gefällt ja die Färbung von den Painting Fairy Cross Stitch Stoffen wirklich sehr, sehr gut. Und ja, der Stoff ist 40 x 50 cm. Also da kann man schon ordentlich was drauf sticken. Er ist umsäumt, der Stoff. Also er ist jetzt entweder 14 oder 16 Count und für mich macht jetzt der Eindruck, das ist auch ein 16 Count. Was mir natürlich noch lieber ist, denn ich sticke wirklich sehr gerne auf 16 Count. Ja, die Färbung ist wirklich, wirklich wunderschön. Aber auch da habe ich noch keine Ahnung, was ich drauf sticken werde. Ja, der Stoff kostet unter €1. Also wenn ihr bestellt, bestellt euch auch so einen Stoff dazu, weil der kostet wirklich nicht viel. Ja, was haben wir noch dazu bekommen? Und auch in Folie. Also sie haben wirklich jedes Teil einzeln in Folie verpackt, was ich jetzt nicht unbedingt für notwendig halte. Man könnte ja die Sachen zusammen in die Folie geben. Aber gut, entschuldigt, es knistert wirklich unglaublich. Ja, wir haben Flossdrops erhalten. Und zwar sind das auch so Kunststoff-Flossdrops, wo man, also soweit ich weiß, wird hier das Garn rein gehängt sozusagen. Bei dem kleinen Loch kommt dann noch das Restgarn, was vom Faden noch übrig ist. Und oben bei dem Ring, also bei dem runden Loch, kann man einen Ring durchziehen und dann kann man alle Flossdrops draufhängen. Ja, die sind auch aus Kunststoff. Ich habe mir sagen lassen, dass da noch eine Folie drauf ist. Ich werde das jetzt nicht runterpullen. Ja, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 10 Stück von den Flossdrops erhalten. Ich selbst bin jetzt nicht so ein Fan von Flossdrops, denn ich arbeite eigentlich lieber mit den Garnkarten. Aber gut, ich weiß noch nicht, wo ich die benutzen werde, aber ich habe sie zumindest jetzt mal zu Hause. Ja, dann habe ich noch ein Goodie bekommen und das sind diese Garnwickelkärtchen. Ihr kennt sie ja meistens in weiß
oder es gibt sie färbig auch, aber ich habe sie noch nie bedruckt gesehen, diese Garnwickelkärtchen. Sie wollen auch nicht raus. Ah, sie fallen schon raus jetzt. Ja, hier bedruckt mit asiatischen äh, asiatischen Menschen. Ja, sie sind aus Karton, also hinten auf der Rückseite nicht bedruckt. Und ja, wie gesagt, es sind Garnwickelkarten. Ja, hier haben wir eine Menge erhalten. Okay, sie fallen schon alle raus. Ich werde die dann auseinandernehmen und einzeln verpacken, weil ja, das haltet so nicht mehr gut. Also wer gerne Garnwickelkarten verwendet, ich verwende ja die auch nicht, denn ich lagere mein Garn eigentlich in diesen kleinen Plastikbeutelchen, diesen wiederverschließbaren, und da nehme ich mir das Garn dann auch immer raus, das ich benötige. Ich mag das Wickeln auf diesen Garnkärtchen eigentlich gar nicht, denn das Garn hat dann meistens ja, so Kanten drinnen und das mag ich beim Sticken nicht. Darum, ich verwende die eigentlich auch nicht. Werde ich mir noch überlegen, was ich damit mache. Ja, und dann kommen wir auch schon zum ersten, nein, noch nicht zum ersten Kreuzstichkit. Dann haben wir noch einen Rahmen bekommen. Also, wie ihr seht, ein kleiner Rahmen, also so groß wie meine Hände maximal. Ich packe ihn jetzt nicht extra aus. Vom Gefühl her ist es auch ein Kunststoffrahmen, aber sieht nett aus und für ein kleines Bildchen kann ich mir das schon gut vorstellen, diesen Rahmen. Ja, Dankeschön, Painting Fairy Cross Stitch. Aber jetzt starten wir mit dem ersten Kreuzstickkit, das als Goodie dabei war. Und ganz zum Schluss zeige ich euch dann meine Sailor-Kriegerin, die ich ausgesucht habe. Also kommen wir zum ersten Kit. Und es ist das Schweinchen mit den Blumen im Maul. Little Pink Pig, also kleines rosa Schweinchen. Und ja, schauen wir mal von innen an, was da alles dabei ist. Hier haben wir auch schon den Stoff, also auf 14 Count. Das kleine Schweinchen wird 50 Stiche breit und 52 Stiche hoch. Wie ihr seht, der Druck wie üblich einwandfrei bei Painting Fairy Cross Stitch. Man kann wirklich alles sehr gut erkennen. Ja, ein niedliches kleines Motiv. Jetzt muss ich gleich testen, ob hier der Rahmen passen würde. Wenn ich das so, ja, könnte passen. Also könnte ich mir vorstellen, dass ich das Schweinchen da drinnen rahme, aber dann wahrscheinlich ohne den Passepartout, weil das wird sich nicht ausgehen. Ja, also das kleine Schweinchen auf 14 Count und das Garn dazu, ja, Schleifchen nicht zu vergessen,
Aber was ich jetzt sehe, doch, ich dachte, wir haben keine Anleitung dabei. Doch, bevor wir zum Garn kommen, schauen wir uns noch kurz die Anleitung an. Und zwar, wir haben sogar bei dem kleinen Schweinchen eine Mischfarbe. Wer hätte das gedacht? Ja, und sonst, also wir haben 19 einfache Farben und eine Mischfarbe. Also 20 Farben, wow, bei diesem kleinen Motiv ist das wirklich sehr viel. Ja, wir haben nicht nur volles Kreuz, wir haben auch hier halbes Kreuz oder auch Viertelkreuze. Oh, habe ich schon lange nicht mehr gestickt, Viertelkreuze. Und dann haben wir auch noch 2 Backstitches. Ja, schon allerhand zu tun auf diesem kleinen Motiv. Also man darf auch die kleinen Motive nicht unterschätzen. Wie man hier sieht, auch genug an Backstitches zu machen. Ja. Das Garn. Wie gesagt, wir haben hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ja, 19 einfache Farben und eine Farbe ist ja eine Mischfarbe. Ja, wie üblich die ägyptische Baumwolle von Painting Fairy Cross Stitch. Das ist jetzt eine Garnkarte aus Karton. Also keine Plastik-Garnkarte, die es manchmal auch dabei gibt. Ja, schöne Farben. Wird sich sicher schneller sticken lassen oder ja, ich vermute schon, dass es schnell zu sticken geht. Ja, das war auch ein Goodie, also habe ich mir nicht ausgesucht, sondern wurde von Painting Fairy Cross Stitch dazugegeben. Dann kommen wir zum nächsten Kreuzstichkit. Auch ein Goodie. Es nennt sich Little Star Boy, also kleiner Sternenjunge. Schauen wir es uns mal näher an. So. Entschuldigung. Der Stoff ist doch um einiges größer als bei dem vorigen Kit. Ja, es ist auf 16 Count und es wird 150 Stiche breit und 200 Stiche hoch. Also es ist doch um einiges größer, aber wenn man es genau betrachtet, ist da nicht so viel dabei zu sticken. Ja, 16 Count dieses Mal, also kein 14 Count. Und es wird vieles mit Backstitches gestickt. Also hier die ganzen Haare des kleinen Jungen sind Rückstiche. Und wir werden uns dann noch die Anleitung anschauen, ob der Rest jetzt volles Kreuz oder auch halbe Kreuze sind. Nochmal aus der Nähe, wie immer, hervorragender Druck bei Painting Fairy Cross Stitch. Ja, die Haare, das werden alles Backstitches. Ja. Dann schauen wir uns die Anleitung dazu an. Ja, auch hier natürlich. Es gibt wieder Mischfarben. Wir haben 20, ja eigentlich 19 verschiedene Farben, denn die 310 ist ja auch da oben abgebildet, aber auch da oben schon zweimal.
Also wir werden uns das auf den Garnkarten anschauen. Jedenfalls gibt es 3 verschiedene Mischfarben. Und wir haben nur volles Kreuz. Das, denke ich, ist French Knot. Aber da muss ich mir das vorher übersetzen lassen. Aber ich glaube, das sind French Knots. Wahrscheinlich für die Augen oder die Nase, könnte ich mir vorstellen. Also hier in die hier, ich könnte mir vorstellen. Ja, und natürlich eine Menge an Backstitches, wie ihr sehen könnt. Und da haben wir 2, 4, 6, 8, 10, 12 verschiedene Arten von Backstitches. Wow, also das Bild ist nicht ohne, also wer keine Backstitches mag, für den wird das Bild nicht geeignet sein. Ja, hier auch nochmal auf normalem Papier gedruckt die Anleitung. Ja. Und jetzt schauen wir beim Garn, wie viele Farben wir tatsächlich haben. Und es sind doch mehr als jetzt gedacht. Also wir haben 17, 19, 22 Farben, verschiedene Farben. Und da kommen ja dann noch die Mischfarben dazu. Also sehr viel in diesem Gelb-Orange in der Farbe 743. Ja, auch hier das Schleifchen. Und auch dieses Mal wieder auf einem Karton. Also die Garnkarte ist Entschuldigung, die Garnkarte ist aus Karton. So. Ja, der kleine Sternenjunge. Einmal ein ganz anderes Motiv mit wenig Kreuzstich und viel Backstitch. Auf 16 Count. Ja, aber jetzt sind wir durch mit den ganzen Goodies und wir kommen nun zu der Sailor-Kriegerin, die ich mir ausgesucht habe. Ich öffne gleich den Zipbeutel. Es ist ja wieder so ein Zipbeutel. Aber damit ihr auch das Motiv gut erkennen könnt, werde ich die Anleitung und das Vorschaubild rausnehmen. Ja, und ich habe mir ausgesucht Sailor Jupiter. Also hier, wie ihr seht, im Tarot-Kartenstil. Ja, warum habe ich genau Sailor Jupiter ausgesucht? Aus dem Grund, ich habe viele Bilder in Blautönen, Rottönen und Brauntönen und dieses Bild hat ja viel Grün. Und ich habe wirklich kaum Bilder mit Grün und ich finde, sie sieht sehr schön aus, also von der Seite so abgebildet. Und aus diesem Grund ist es Sailor Jupiter geworden. Ja, hier ist die Anleitung nicht zusammengeheftet, sondern es sind einzelne Blätter. Und was ich gut finde, ist, bei den großen Bildern sind die Symbole geordnet, ja, also in einer Gruppe zusammengefasst. Ich zeige euch mal aus der Nähe. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Also wir haben hier die ganzen Ks-Symbole, hier haben wir die ganzen 2, die ganze 7, die ganze H, das Plus. Also das ist alles in Gruppen zusammengefasst und so findet man dann auch schneller die richtige Farbe dazu. Ja, gefällt mir sehr gut. Dann schauen wir mal. Also hier haben wir noch weitere Symbole. Also es sind sehr viele Symbole.
Und jetzt die Übersicht nach DMC-Nummern geordnet. Das heißt, wir fangen an mit der niedrigsten Nummer, in dem Fall ist es DMC 300. Und ja, wir kommen bis zur 56. Nummer, das ist die 3865. Und danach kommen die ganzen Mischfarben. Also, wir haben 56 einfache Farben und insgesamt 129 Farben. Wow. Wow, das ist wirklich sehr viel. Das sind dann nämlich 73 Mischfarben. Habe ich jetzt richtig gerechnet? Ja, ich denke 73. Ja, also 56 einfache und 73 Mischfarben. Also falls ihr das nicht mögt, Mischfarben, dann ist das nichts für euch. Ja, 53 ist doch eine Zahl. Ja, und dann haben wir hier das Muster auf A4-Papier gedruckt. Auch wieder sehr übersichtlich. Ja, viele Seiten. Viele Seiten. Da habe ich dann wirklich viel zu tun. Aber ja, das ist wirklich ein hübsches Motiv, Sailor Jupiter. Sehr schön. Mir würden ja auch andere Sailor Moon Kriegerinnen noch gefallen, aber bleiben wir mal bei einer und fangen mit dieser an. Ja, dann kommen wir zum Stoff. Das ist nun wirklich ein größeres Bild. Wow, ich werde das nicht in die Kamera bringen. Warte, ich werde das kurz entfernen. So. Ja, also ich zeige mal kurz alles in die Kamera. Ich habe mir ausgesucht 16 Count, damit es etwas kleiner wird. Aber es ist noch immer riesig, das heißt, es ist 300 Stiche in der Breite und 400 Stiche in der Länge. Also ein sehr, sehr großes Projekt. Aber wie ihr wisst, ich habe ja viele große Projekte. Ja, es ist genug Rand vorhanden. Man hat auch hier wieder die ganze Legende abgebildet mit den ganzen Mischfarben. Aber ich nehme dafür lieber die Anleitung, denn da habe ich ja meist den Rand eingerollt, dass man das dann nicht sehen kann. Ja, Konfetti sehe ich jetzt schon. Schauen wir uns mal die Haare von Sailor Jupiter an, denn hier im Gesicht ist ja kein Konfetti, aber die Haare. Ja, das Konfetti hat es in sich. Und 16 Count sind die Symbole natürlich auch kleiner als bei 14 Count. Also wird es eher langsam vorangehen. Aber der Druck wieder einwandfrei, sehr klar und überhaupt nicht verschwommen. Also ganz, ganz toll. Ja, man kann sie auch hier sehr gut erkennen. Sailor Jupiter mit viel Grün und apropos Grün, da kommen wir gleich zum Stickgarn. Auch sehr steif wieder der Stoff. So, das Stickgarn. Nochmal extra eingepackt in einer Plastikhülle. Entschuldigung, es knistert, Knisteralarm. Dieses Mal auf Plastikgarnkarten, was wahrscheinlich daran liegt, dass es ja ein größeres Stickkit ist. Ja. Auch hier
mit Schleifchen in einem schönen Blau. Ja, und wir haben 4 Garnkarten. Wow. Ja, das sind wirklich, wirklich viele Farben. Ihr seht, wir haben hier zum Beispiel die 163, die bei den einfachen Farben nicht aufgelistet war. Das heißt, die 163 wird wahrscheinlich nur zum Mischen verwendet werden, also für die Mischfarben. Aber schauen wir uns jetzt die Farben an. Also jetzt hier auf dieser Seite haben wir viel Brauntöne, hier ein bisschen Grün. Auf der anderen Seite haben wir schon mehr Grüntöne. Dieses dunkle Moosgrün, dieses kräftige, sehr schönes Grün. Ja, dann haben wir auch Rot, Orange. Das nehme ich an, ist die Gesichtsfarbe, die 819, könnte ich mir vorstellen. Da ist doch viel dabei. Dann auch hier wieder viele Grüntöne. Ja, da kriegt man gleich wieder Lust zum Ansticken. Dann hier haben wir Minttöne und Grau und das dunkle Blau 939 ist sicher euch bekannt. Und hier noch mehr Grüntöne, man glaubt es kaum, aber es gibt sehr viele Grüntöne. Und dann die 4. Karte, auch wieder Grüntöne und Braun. Ja, das Bild besteht hauptsächlich aus Braun- und Grüntönen. Ja, wunderschön. Wirklich wunderschöne Farben. Ja, da werde ich einiges zu tun haben. Ja, meine Sailor-Kriegerin. Schreibt mir gerne, welches Sailor Moon Motiv ihr gewählt hättet. Also wie gesagt, das ist Sailor Jupiter. Ich zeige euch nochmal die anderen Sailor Kriegerinnen vom Shop. Und hier sind sie, die alle 9 Sailor Moon Kriegerinnen. Hier Sailor Jupiter. Viele würden ja Sailor Moon wählen. Aber wie gesagt, schreibt mir gerne in den Kommentaren, welches Motiv ihr wählen würdet. Oder vielleicht habt ihr ja auch eines schon ausgesucht. Ja, ich würde mich drüber freuen. Und wie gesagt, rechts oben findet ihr den Rabattcode Kreuz Dame und ihr erhaltet 5% auf eure Bestellung. Ja, dann wären wir auch am Ende angelangt. Ich bedanke mich bei Painting Fairy Cross Stitch für die Kooperation und bedanke mich natürlich bei euch, dass ihr wieder dabei wart und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also wie üblich an einem Freitag. Ja, wir sehen uns dann. Tschüss.